mit rein. Super, aber irgendwie, es müssen ja immer 2 in der Luft sein. Das konnte ich noch nie, mit 2 geht's. Ich begrüße euch herzlich in der Küche von Fein, schmeckts. Mein Name ist Joanna und heute machen wir eine leckere Dessert-Sauce. Und die eignet sich natürlich sehr jetzt im Sommer, wenn man Desserts oder Eis anrichten möchte. Und es geht ganz einfach, ganz schnell, hat wenig Zutaten und ja, die schmeckt wirklich gut. Ihr müsst die unbedingt probieren und ihr braucht sie unbedingt für eure Desserts. Und darum bleibt dran, ich zeige euch gleich, was wir dazu brauchen, nach einem kleinen Intro. Da bin ich wieder. Und die Zutaten für unsere leckere Orangensoße habe ich hier schon mal vorbereitet. Und zwar, wir brauchen 200 Milliliter frisch gepressten Orangensaft. Dazu brauchen wir ein paar frische Orangen, so circa 2-3 Stück für diese Menge. Und diese Orangen, die erinnern mich immer an meine Kindheit. Und da gibt es eine wirklich ganz lustige Geschichte dazu, denn ich komme ja aus dem Osten, damals aus der ehemaligen DDR, und da gab es ja nicht regelmäßig und jeden Tag irgendwie Orangen im Supermarkt oder Bananen. Na, die gab es bloß einmal im Jahr zu Weihnachten. Und dann musste man sich da ewig anstellen. Ich glaube, 2 Stunden mindestens haben wir vor der Kaufhalle gestanden. Eine Riesenschlange. Und dann hat man pro Person oder pro Familie eigentlich 1 Kilo Orangen, 1 Kilo Bananen bekommen. Und da waren wir natürlich immer unwahrscheinlich scharf drauf. Und ich habe mit meiner Mutter das immer dann so gemacht. Wir haben uns dann immer beide angestellt, aber mit ein bisschen Abstand dazwischen und haben ein Spiel gemacht, nämlich wir kennen uns nicht. Und das fand ich immer sehr witzig als Kind. Ich war damals so 9 oder 10. Ich meine, klar, da muss man sich schon zusammenreißen, mal 2 Stunden nicht die Mami zu brauchen oder zu rufen. Und dann haben wir natürlich jeder sein Beutelchen voll gehabt und so hatten wir dann eben 2 Kilo Orangen und 2 Kilo Bananen. Ja, und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, eine Orangensoße zu machen da draus, weil die haben wir nämlich schön fein säuberlich abgeschält und gegessen. Und wenn man die dann aufschneidet, dieser Geruch, der erinnert mich immer an meine Kindheit und ich finde es ganz toll. Und heute machen wir eine schöne Orangensoße daraus. Und die lässt sich auch ganz toll zu allen möglichen Desserts kombinieren. Und da gibt es auf jeden Fall nächste Woche ein tolles Rezept. Also seid gespannt und schaltet auch auf jeden Fall ein, denn heute machen wir dazu eine Orangensoße, die auf jeden Fall zum Dessert nächste Woche passt. Ja, wir brauchen hier also 200 Milliliter frisch gepressten Orangensaft. Das presse ich dann noch hier aus mit meiner kleinen Presse. Dann 2 Esslöffel Zucker. Dann brauchen wir noch einen Teelöffel von dem Orangenbackaroma, ein bisschen Orangenöl und 2 Teelöffel Stärke, damit die Soße ein bisschen andickt. Ja, das war's jetzt soweit und dann können wir auch schon loslegen. Das erinnert mich auch so ein bisschen immer an die Geschichte, ja mit der Pizza war es ja ungefähr genauso. Ne? Wir haben damals ja tatsächlich alle möglichen Zutaten gehabt für eine Pizza. Wir hatten Mehl, wir hatten Hefe, wir hatten Salz, klar. Wir hatten die Tomaten oder Tomatensoße gab es ja auch. Und Salami, Wurst, Käse. Ja, denkt ihr, ein Mensch wäre auf die Idee gekommen, Pizza zu machen? Also ich kenne zumindest niemanden. Und ihr vielleicht? Wenn ihr in der DDR groß geworden seid, wäre natürlich interessant, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreibt, ob ihr eventuell schon damals so clever wart und gewusst habt, dass es in Italien so leckere Pizzen gibt und ob ihr euch da eine gemacht habt damals, weil das wäre schon mal interessant. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ja, jetzt werden wir dann mal loslegen. Ich presse jetzt diese Orangen aus, dass es ungefähr 200 Milliliter ergibt. Und dann können wir schon loslegen und beginnen zu kochen. Unsere Soße, die muss nämlich ein bisschen aufgekocht werden und dann später, dass sie andicken kann. Bis gleich. I'm into a new phase. See your face in my mind at night, but just in one single way. I never thought I could be the one who's claiming to refrain. You hit me like a bass drum, run it to the rhythm, make me wanna oh, you did it from the first time. So, die Orangen haben wir jetzt ausgepresst und haben 200 Milliliter Saft rausgebracht. Den müssen wir jetzt in den Topf abfüllen.
und aufkochen mit 2 Esslöffeln Zucker. Ein bisschen von dem Orangensaft muss ich mir aber hier in ein Schälchen abfüllen, denn darin muss ich die Stärke auflösen, die 2 Teelöffel. Der Rest kommt hier in den Topf und wird dann schon mal langsam erwärmt. Währenddessen löse ich dann die 2 Teelöffel Stärke in dem Orangensaft auf. So, jetzt müssen wir dann aufpassen. Jetzt kocht schon der Orangensaft auf. Da müssen dann noch die 2 Esslöffel Zucker vorher mit hinein. Und hier bloß mal kurz aufkochen, aufsprudeln lassen. Und dann geben wir die Stärke, die wir in dem Orangensaft aufgelöst haben, mit dazu, damit das Ganze etwas andickt. Immer ein bisschen umrühren dabei. Und jetzt geben wir dann noch für den Geschmack einen Teelöffel Orangenaroma mit dazu. Weiter ein bisschen umrühren und dann ist unsere Soße schon fertig. Die muss jetzt natürlich dann erst noch abkühlen. Darum füllen wir sie dann in Die Soße muss jetzt natürlich ein bisschen abkühlen. Dafür könnt ihr sie in ein Glasfläschchen abfüllen und stehen lassen im Kühlschrank und für ein leckeres Dessert verwenden. Fertig! Fertig! Und so bereitet ihr euch ganz einfach mit wenigen Zutaten eine leckere Dessertsoße aus Orangen auch. Vor, aus, hin? Aus Orangen zu. Und so bereitet ihr euch aus Orangen eine ganz leckere Dessertsoße für den Sommer zu. Und die ist wirklich klasse und schmeckt total gut, auch zu Eis zum Beispiel. Aber ich habe für euch noch am nächsten Sonntag ein tolles Rezept, nämlich ein Dessert, wo ihr diese Orangensoße auch verwenden könnt. Also seid gespannt und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns wiedersehen am nächsten Sonntag um 20 Uhr, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein, schmeckts. Bis dahin wünsche ich euch wieder eine schöne Woche. Eure Joanna, macht's gut.